Deutsch lernen durch Hören. In Ratenzahlen. So ein Mist, ruft Klaus verärgert. Er hat sein Handy fallen gelassen und jetzt ist der Bildschirm kaputt. Er kann das Handy nicht mehr anschalten. In diesem Moment kommt seine Freundin Daniela in das Zimmer. »Was ist denn los?« fragt sie besorgt. »Mein Handy ist kaputt gegangen. Ich brauche es dringend für die Arbeit. Was mache ich denn jetzt?« »Oh nein, das ist schlecht. Wenn du möchtest, dann können wir zusammen in die Stadt fahren. Dort kannst du dir ein neues Handy kaufen.« Klaus schüttelt den Kopf. »Ich habe leider nicht genug Geld.« Er überlegt kurz. »Aber ich kann das Handy auf Raten kaufen. So muss ich jeden Monat nur einen kleinen Betrag zahlen.« Daniela findet die Idee nicht gut. Eine Ratenzahlung ist nicht immer die beste Lösung. Du zahlst zwar jeden Monat nur einen kleinen Teil, aber dafür musst du auch noch Zinsen bezahlen. Insgesamt ist es also teurer. Eine Ratenzahlung ist praktisch für sehr teure Dinge wie ein Haus, aber nicht für ein Telefon. Du hast recht, aber ich brauche dringend ein neues Handy. Hast du eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Kauf dir lieber ein gebrauchtes Handy. Das kostet nicht so viel Geld und ist eigentlich genauso gut. Eine tolle Idee, freut sich Klaus. Er sucht auf eBay Kleinanzeigen nach einem günstigen Handy. Es gibt einen Verkäufer, der nur ein paar Straßen entfernt wohnt. Er kontaktiert ihn und holt das Handy am nächsten Tag ab. Danke für den Tipp, Daniela. Jetzt habe ich günstig ein schönes Handy bekommen.